Wer mit mir an einem Aquariengeschäft vorbeigeht, muss sich der Gefahr bewusst sein, dass ich meist stundenlang damit beschäftigt bin, Raritäten und etwas seltener anzutreffende Tiere zwischen Guppies und Goldfischen ausfindig zu machen. Heute soll es mal nur um solche spezielleren Tiere gehen und dazu sind wir bei Thomas. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag in Videoform auf diesem YouTube-Kanal. Neben mir steht niemand Geringeres als Thomas. Wir kennen ihn bereits. Hallöchen. Wir haben schon vor langer Zeit zusammen gefilmt. Das Kugelfisch-Video. Mama, jetzt rast die schon das aus. Wir wissen nicht, wie es bei euch ankam, weil es war erst vor 15 Minuten. Aber jetzt gibt es den zweiten Teil und zwar... Wir wollen uns besondere Fische angucken. Richtig. Was versteht man unter besondere Fische? Tiere, die vielleicht nicht alltäglich in Aquarien zu sehen sind. Ja. Vielleicht ein bisschen was Größeres, vielleicht ein bisschen was Räuberischeres und was Kleines. Natrop. Wir haben ja hier bei uns relativ viele besondere Sachen und da ist, hoffe ich mal, für jeden was dabei. Ich hätte auch einen Wunsch, womit wir starten. Und zwar, als ich vor langer Zeit noch Süßwasser gemacht habe, hatte ich einen Fisch, den ich immer unbedingt haben wollte, aber nie die Möglichkeit hatte, ihn zu beziehen. Schlangenkopffische. Es gibt anscheinend kleinere Arten, hast du mir gerade erzählt. Channa bleheri, deutsch Regenbogenschanner, weil der wird halt so schön bunt, kriegt so orangene Flossen, ganz blauer Körper. Ist halt so mit der farbigste oder Wunderschön. Wunderschön. Also es gibt noch andere Channa-Arten, die auch farbig sind oder noch farbiger sind, aber das sind so die, die auch gängig sind und die halt nicht so groß werden. Also die sind vielleicht bei 30 cm nachher ausgewachsen. Und Channas können ja auch. Aber ich meine, die fressen ja alles. Wenn du kleine Beifische irgendwie mit dazu setzt. Die essen die, jo, aber eigentlich sind es auch Insektenfresser. Ne? Also das sind halt schon eher so Fraktion Heimchen und Co. Fisch ist eigentlich jetzt nicht so das Nonplusultra. Natürlich fressen ihn auch, also wenn du da einen Shit reinwirfst, dann wird er auch gefuttert. Ist aber nicht eigentlich so das Nonplusultra. Was ich halt so cool finde, für mich sind das halt so kleine Bulldoggen. Ne? Ja, die haben so einen richtig massiven Kopf. Ich meine, mit was kannst du sowas vergesellschaften? Du musst halt ein Tier haben, was schon ein bisschen größer ist, was man damit vergesellschaftet. Oder gut strukturiertes Aquarium, hältst du in der Gruppe. Geht auch. Ja, hier vorne ist gerade so ein richtig hübscher, der schon richtig schön Farbe zeigt. Wie so ein Regenbogen, so Farbverläufe mit drin hat und so weiter. Ist schon sehr, sehr schick. Ich kann es verstehen, dass du den magst. Also das wäre so eine Sache, da könnte ich mir schon wieder vorstellen, vielleicht ein bisschen in die Süßwasserrichtung zu gehen. Wir kriegen sie alle zurück. Jetzt bin ich dran. Ich will Rochen zeigen, weil ich Rochen einfach cool finde. Sorry übrigens, wenn das vom Ton her super beschissen ist. Wir haben halt wir geben uns total viel Mühe. Ne, aber es ist halt laut hier in dem Laden. Die Anlage ist kompressorbetrieben und der Kompressor ist halt jetzt leider genau hier hinten in der Ecke. Ich kann es jetzt nicht ausschalten, von daher. Nur mal am Rande bemerkt. Was ist das für eine Art? Das sind 3 verschiedene. Rotham und Hütern, das sind halt südamerikanische Rochen. Sind sie eigentlich alle. Wir haben hier einmal Motoro, der klassische Faunaugenrochen. Ja, das ist also praktisch schon ein brauner mit so, der kriegt so goldene Spots. Wir haben hier Leopoldi. Leopoldsrochen ist eigentlich ein ganz schwarzer. Kriegt nachher eine weiße Musterung und da ist noch Hengeli, siehst du auch schon von dem Punktmuster her, also nicht so ganz rundes Muster, leicht gesprenkelt und so weiter. Der wird auch eher grau, der wird ganz schwarz, der wird braun. Das sind alles 3 Mädels, wir haben nur Mädels. Warum? Hat das einen Grund? Männchen sind halt fies aggressiv. Ne? Ah, okay. Also wenn die geschlechtsreif werden, wollen die sich halt paaren und Rochen verbeißen sich auch. Übrigens, Fun Fact, Rochen neben Haien das beste Wundfleisch. Das heißt also, Wunden bei den Tieren verheilen sehr, sehr schnell, sehr, sehr gut, fast ohne Narben. Bei Haien außer, weil Haie auch in der Verpaarung verbeißen sich ja auch. Ja genau, ja, und, die haben immer tiefe Cuts. Was man halt wissen muss, Rochen werden halt riesengroß. Also das wären wirklich solche Teller, die können so bis zu 80 cm Umfang haben. Dementsprechend eine große Anlage sollte man dann auch haben. 6, 7, 8 Meter, halber Meter Höhe reicht fast schon, ne? Aber die brauchen wirklich eine große Fläche, viel Sandboden, wo sie sich reinbuddeln können. Ja. Eine Frage noch Schlangenköpfe, weil du gerade Beckengröße angesprochen hast. Die Art, für was für eine Größe würdest du das empfehlen? Minimum 1,50 Meter, 80 tief so und dann größer werden. Okay. Hier, du hast noch überlegt. Das wäre doch hier doch der nächste Kandidat. Ein Tier, was ich selber früher hatte. Genau, hast du mir vorhin erzählt. Flösselhechte gibt es 2 Arten, die ich immer so ein bisschen im Kopf habe und die hast du auch beide da. Das ist Ornathipinis, also wirklich der großwerdende. Und der andere, das ist dieser kleine Graue, das ist Senegalensis, der bleibt auch deutlich kleiner. Ne? Und auch nicht so ganz so aggressiv. Die Jungs werden halt, die sehen halt hübscher aus. Was jetzt so Musterung und Färbung betrifft, werden aber riesengroß und das sind halt auch wirklich richtige Verbrecher. Ne? Also das ist wirklich so ein Fisch für so ein Raubfischbecken oder halt dann andere große Channa zum Beispiel, so ein Monsterfisch halt. Ne? Die werden auf jeden Fall groß und dann halt wirklich wie so ein Arm. Ne? Ja. Die werden Boah. Das wären richtig dicke Dinger. Ne? Auch wieder ein bisschen mit Charakter so, ne? Ja. Ich mag das halt, wenn Fische so ein bisschen es gibt was halt Eigenes haben. Ja, es gibt ja ganz viel, gerade die Delfinwälse zum Beispiel, diese Margois, ne? Das ist so halt auch super cool. Ne? Ist das ein Spatelwels? Nee.
Weil die sehen so ähnlich aus, ne? Ja, durch diese Bartelgeißel haben Schnauze. noch eine längere Schnute, werden auch riesig, die sind fast ausgewachsen. Ach, die sind, oh, echt? Genau, die werden gar nicht mehr so groß. Die werden eigentlich von der Färbung her, gehen die nachher so leicht ins Goldene rein. Wenn die in Fortpflanzungsstimmung kommen, ne, die kriegen die Männchen sehr lange Rückenflossen und die klemmen die Weibchen damit ein. Ach nein. Also was es in der Natur alles so für irre, bei dem sieht man, das ist ein Männchen, ne? Du siehst, also die werden richtig lang, die müssen mal gucken. Ich habe 3 Männchen und 3 Weibchen, das weiß ich ganz genau. Warte. Ja, die Weibchen haben diese runde Rückenflosse, ja. Ja. Und es hat halt auch ist ja auch sehr haiähnlich, ne, sogar, so auch von dem gesamten Schwimmverhalten. Auch übler Räuber, also alles, was ins Maul passt, wird gefressen. Hier ist das so ein bisschen schwierig durch die Uarus. Das sind diese großen, diese Kaifleckbarsche. Die werden ja auch so groß, ne? Also die werden auch so 40 cm groß. Das sind gegen so richtig leuchtende Augen, sind aber Vegetarier. Wohingegen die wieder wirkliche Raubfische sind. Ne? Den kannst du halt auch schön in so einem 2 Meter, 2,50 Meter Aquarium gut halten. Besser als diese, kennst du diese Haiwälse zum Beispiel oder so? Klar, ja, die werden ja Pangasius, das wird riesig, wiegt dann irgendwie 20 Kilo. Die legen ja auch richtig Meter zurück, wenn die schwimmen. Ja, da brauchst du wirklich so richtig Megatanks. Ja. Aber den kannst du halt auch wirklich in so einen, ne, die Anlage hier wäre jetzt so 3,50 Meter im Gesamten. Das würde gehen. Kugelfisch haben wir schon drüber gesprochen, da unten steht noch was Besonderes drin. Das ist ein Elefantenrüsselfisch, ne? Ja, also Nilhecht, genau. Leider ist der halt übertrieben nachtaktiv. Es ist halt noch eine ganz unbestimmte Art, die wir bekommen haben. Also es gibt auch nur diesen einen aktuell. Ja, wir hoffen, dass wir da noch jemanden finden, der uns den bestimmen kann. Also ähnlich wie auch die Messerfische und so weiter, Ja, senden genau. die so elektronisch Wellen aus. Und darüber hinaus kommunizieren die dann auch miteinander oder spüren auch Futter aus. Super, super skurril, super speziell. Ne? Große Barsche sind immer sehr beeindruckend. Ne? Ja. Also Geophagus, die sind wahrscheinlich fast ausgewachsen. Ne? Das sind die Teufelsangeln, aber das hier sind Albios, also das ist eine tolle Gruppe. Und witzig da ist auch immer, du siehst immer, welches dominante Männchen ist. Weißt du, woran du das erkennst? Der hat wenig Flossenschäden. Ah, okay. Hier sieht man, das fängt jetzt schon langsam so an, ne? Die kriegen halt fast so lang wie der Körper ausgezogene Flossenspitzen. Ja. Das werden ganz impulsante Tiere, ne? Also wirklich toll. Das ist alles riesig groß. Das ne? ist halt alles groß. Hast du ein bisschen was Ja, Kleineres? hier ist was Cooles drin. Afrikanische Mutfische. Warte mal, du bist doch hier Englisch-Spezi. Schlamm? Mus? Oder wie spricht man es aus? Matt. Ja, ich kann kein Englisch, wie gesagt. Alles gut. Ich auch nicht. Afrikanische Mattfische. Die haben so ein oberstehendes Maul, womit die nachher dann so außen, also so ein ganz uriger Fisch. Ja, die sind halt übel schwierig, das ist halt auch so was wirklich Spezielles. Das sind halt Tiere, die nicht so ganz präsent sind. So, dann kommt auch noch was zu was ganz klein. Muss ich wahrscheinlich auch ausbuddeln. Ernst Dichtes Magistus. Kennst du so Hexenwälse? Ja. Bratpfannenwälse? Ja. Sowas in der Art. Das sind so ganz kleine Bratpfannenwälse. Ja, sind ausgewachsen in der Größe. Ja, verbuddeln sich eigentlich im Sand, brauchen auch ein ganz keimarmes Wasser, wirklich ganz, ganz sauber. Aber das ist halt sowas auch, was so ultra speziell ist. Hier habe ich gesehen, Ist jetzt nicht, ja, wir haben die alle. Black Tiger Dario habe ich gesehen. Das Ja, ist das auch ein bisschen was Spezielleres für die Leute, die vielleicht ganz kleine Barsche halten wollen, ne? Ja, stimmt. Also der wird halt auch nur so 2 cm groß. Das Kennst ist du die? halt cool. Ja, die kann ich. Dann erzähl mal. Ich kenn tatsächlich, ja. erzähl, ich hör zu, ich kenne nicht den Black Tiger, Aber den sondern normalen Dario. Den Dario kenne ich. Genau. Genau. Ist irgendwo daneben hier. Weil das finde ich Also, cool. Das ist halt Die echt, werden auch wirklich hübsch und so weiter. Das ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner genau, Barsch. ist einfach ein Mini-Barsch für Nanobecken. Super geil. Genauso wie die hier, ne? Kennst du die? Ja. Kolibri-Salmler nennen die sich. Kolibris sind immer so ein bisschen so Am Wuseln. am Wuseln Ja, und die ja, ganze ja. Zeit am Flattern und das erinnert auch so ein bisschen an die. Und das Schöne ist halt, die sind immer in dieser Traube unterwegs. Auch super speziell, auch super besonders, weil du halt das auch für, ja gerade im Aquascaping ist das halt ein schöner Fisch, der einfach wie Vögelchen Ja, ist schön. Ja. über das Leere zieht. Sehr, sehr schön. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Schnell hier oben grüne Glaswälse, da oben stehen sie ganz besonders, weil es einer der wenigen grünen Fische ist. Ne? Und die stehen wirklich in diesen Schulen unter so Hölzern drunter und ja, chillen da den Tag und nachts, wenn es dunkel wird, kommen die alle raus. Und dann sind Von der Körperform erinnert er mich ein bisschen an diese, wie heißen die denn, Froschwälse? in Südamerika gibt es so verschiedene, aber die werden dann wirklich so Diese- ja, 3, diese- 4, 5 Meter lang. Ja, ja, so ein bisschen Wallermäßig, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja, das könnte sein. Die sind aber fast ausgewachsen, die werden gar nicht so groß. Hättest du irgendwie so ein Highlight? Ich habe auch keinen wirklichen Lieblingsfisch, was ich aber doch noch ziemlich coolen Fisch finde. Was ich doch noch einen ziemlich guten Fisch finde. Aber hier, Bergkristallsander. Ähnlich wie jetzt zu den... Der Kolibri-Sander. Genau. Ja, aber der ist ja gar nicht so, also guck dir die mal ganz genau an. Du siehst die Schwimmblase und alles da drin. Ach krass. Die sind wirklich komplett durchsichtig. Das sind ja die Kolibris ehrlich. Die Kolibris sind halt so geil, weil die so mini klein bleiben und immer dieses Wuselige haben. Das ist halt so ein Fisch, der ist wirklich komplett gläsern. Also hat lange gedauert, bis ich die bekommen konnte. Das ist halt so super interessant auch. Ja, krass. Super ist mein neues Lieblingswort, habe ich das Gefühl gerade. Fisch Super hab ich noch. besonders. Ein Fisch habe ich noch. Super schön. Flunder.
Flunder, ja. Süßwasserflundern, Selhelmi, also Brachios selhelmi heißen die. Die haben sich hier bei uns sogar schon vermehrt. Hier sieht man jetzt gerade so ein bisschen rumwandern. Ich hatte gerade ein bisschen mit Glanzwürmern gefüttert. Weil dann werden die natürlich immer ein bisschen aktiver. Ne? In der Hülle ist auch noch eine drin, sehe ich gerade. Brauchst halt einen feinen Bodengrund, weil die sich schon gerne eingraben möchten. Und man muss natürlich gucken, dass sie genug zu essen bekommen. Also dass dann dementsprechend die Beifische sind. Ja, das ist halt auch was ankommt. Das ist, sage ich mal, so ein grober Anriss. Wenn jetzt andere Leute hier wären, dann würden die anderen Leute noch andere Fische besonders finden. Aber ich fand, jetzt haben wir schon eine kleine, skurrile Auswahl getroffen von besonderen Tieren. Ne? Ihr könnt ja auch mal drunter schreiben, was für euch besondere Fische sind. Vielleicht habt ihr auch irgendwie noch ein paar Anreize, auch für den Thomas, dass der vielleicht sein Sortiment erweitert. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, okay. Dann vergesst aber das. Bald. Eine Sache machen wir noch. Ja, meine Super Crystal Red ist jetzt zwar kein Fisch. Ne? Ich weiß, Garnelen ist jetzt nicht unser oberstes Steckenpferd. Wer sich so ein bisschen in dem Thema auskennt. Die meisten haben ja diese Bigarnelen ins Weiße gezogen. Wir arbeiten mit einem Züchter exklusiv zusammen und er hat es genau umgedreht gemacht. Er hat es versucht, immer röter zu machen. Und da sind dann diese Super Crystal Reds rausgekommen. Extrem hohen Rotanteil haben mit nur wirklich wenig Weiß. Das ist sowas auch nochmal, was ich so ein bisschen auch besonders finde. Bin ich halt nicht bewandert in diesem Ja, ist auch nicht so mein oberstes Thema, aber ich merke schon die Reaktion der Leute, die auch herkommen und so weiter, dass es schon was Besonderes ist. Genau auch wie das gleiche nochmal in Super Crystal Black, also eine schwarze Variante. Ja. Ne? Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich so einen guten Überblick mal geschaffen. Jetzt möchte ich nicht mehr weiterreden. Okay, dann tschüss. Tschüss. Vielen Dank an euch alle fürs Zusehen. Wer möchte, darf liebend gern über meinen Affiliate-Link, welcher gut sichtbar in der Videobeschreibung untergebracht ist, mal fett beim Thomas ein paar Pflanzen, Tiere und Zubehör bestellen. Zeig diesem Mann ganz viel Liebe und wenn du der Meinung bist, dieses Video verdient einen Daumen nach oben und einen Kommentar, halte dich nicht zurück. Macht's gut, bis nächsten Donnerstag.